Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute soll sich alles rund um das Thema, wo bekomme ich einen Hund her, drehen, denn auch wir haben ganz lange überlegt, wo man sich denn eigentlich einen Hund holt oder kauft oder adoptiert. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und wir wollen euch heute einen kleinen Überblick bieten, wo kann man sich einen Hund besorgen und ja, vielleicht auch ein bisschen unsere Meinung, unsere Geschichte, wo wir Bea her haben und vielleicht auch, warum wir uns aus jetziger Sicht vielleicht anders entscheiden würden. Viel Spaß! Nummer 1, Züchterin oder Züchter. Und da kommen wir auch gleich zum wichtigsten Punkt, warum wir das jetzt vielleicht anders machen würden. Bei uns gab es damals ganz viele Gründe, warum wir auch uns für einen oder bewusst für einen Welpen entschieden haben. Weil ja, wir arbeiten in sehr künstlerischen Berufen, wir haben immer mit Menschen zu tun, auch mit beeinträchtigten Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen. Ganz viele Situationen, die man vielleicht ja, mit einem Bürojob, sage ich jetzt mal, nicht hat oder mit einem einfach nicht so mit diesem Thema konfrontiert ist und somit auch der Hund nicht. Und wir wussten einfach, dass der Hund auf jeden Fall oder so viel es halt möglich ist, sich gut sozialisieren soll, überall dabei sein soll und natürlich auch sozial und familienfreundlich sein soll. Und deswegen haben wir uns da mal für einen Welpen entschieden. Und es ist grundsätzlich, würde ich mal sagen, und das ist jetzt unsere Meinung, meine Meinung, es ist eine super Idee, sich einen Hund von einer Züchterin oder einem Züchter zu holen. Man weiß einfach von vorn bis hinten, was hat der Hund durchgemacht, man kennt die Geschichte, auch die Krankheitsgeschichte, das ist halt in der Züchtung irgendwie so üblich, dass man eben über Jahre zurückverfolgen kann, wo kommt dieser Hund her, was hat dieser Hund für Gene. Natürlich gibt es auch Überraschungen, so wie bei Bea, das konnte niemand ahnen, dass Bea die Gaumenspalte haben wird oder hat, das konnte auch vorher niemand feststellen, aber so grundsätzlich gibt es einfach so, was die Zucht halt ausmacht, eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Programmierbarkeit. Und das ist auch gleichzeitig das Absurde an der ganzen Sache und wahrscheinlich auch so der größte Grund für uns, warum wir uns jetzt anders entscheiden würden. Weil es gibt ganz viele Züchterinnen und Züchter, die auch die Dinge nicht so machen, wie man sie machen sollte. Es gibt so viele Qualzuchten und so viele, die vor allem das Geld sehen, das man verdienen kann mit Zuchthunden und. Also ich würde auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass alle Züchterinnen und Züchter das gut machen. Deswegen ist auch hier, würde ich euch einfach raten, informiert euch ganz genau, wenn ihr euch für einen Hund aus einer Zucht entscheidet, informiert euch ganz genau, redet mit Leuten, die von dort schon einen Hund haben. Ihr merkt auch sofort, sind die Züchterinnen und Züchter offen mit ihren Informationen. Ja, ist es irgendwie seltsam, wollen sie irgendwie was verheimlichen, was vertuschen? Also verlasst euch nicht nur darauf, was diese Leute euch sagen, sondern informiert euch auch selbst, was dazugehört, was ein Hund in den ersten Wochen braucht und wie das Ganze ungefähr ablaufen sollte. Das schadet auf jeden Fall nicht und würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Die nächste Möglichkeit ist natürlich, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren und das wäre wahrscheinlich so die Sache, wo wir uns, wenn wir jetzt quasi nochmal einen Hund haben würden oder uns entscheiden würden, nochmal einen Hund uns zu holen, dann würde ich sagen, wäre das wahrscheinlich our way to go. Also ich glaube, wir würden einen Hund aus dem Tierheim adoptieren, einfach weil es so unfassbar viele Hunde gibt aus dem Tierheim, die ein Zuhause suchen, die nur darauf warten, dass sie geliebt werden, gefüttert werden, gekuschelt werden. Und ich kenne ganz viele Geschichten und durch Bea haben wir auch so viele Leute kennengelernt mit Hunden, die auch aus dem Tierheim sind und das hat uns das Thema nochmal ganz anders irgendwie beleuchtet und damals waren wir uns nicht sicher, ob wir einfach dieser Herausforderung gewachsen sind. Wir waren erst Hundehalter und wir waren einfach uns nicht sicher, ob wir diese Challenge schaffen, einen Tierheimhund aufzunehmen, der vielleicht schon mit einer besonderen Geschichte oder einer schweren Vergangenheit kommt und wir dann vielleicht im Training einfach nicht gewachsen sind. Deswegen ist unsere Entscheidung so gefallen, aber aus jetziger Sicht, mit unserer Erfahrung, auch mit Bea jetzt, würden wir wahrscheinlich einen Hund aus dem Tierheim holen. Und das würde ich auch allen empfehlen, denn da kann man auch meistens sicher sein, dass man einfach die Hunde kennenlernen kann, dass sie dort so gut es geht und nach allen Ressourcen gut versorgt werden. Und ich glaube, das wäre die beste Option für alle Hunde und für alle Menschen, weil es gibt so viele Tierheime, die einfach auch Hunde haben, die entweder noch Welpen sind, wenn ihr unbedingt einen Welpen wollt. Es gibt ganz viele Welpen auch im Tierheim. Es gibt viele Hunde, die
teilweise abgegeben werden, nur weil jemand umgezogen ist, die aber die stubenrein sind, die Kommandos können, die super, super gutherzig sind und ja, die einfach abgegeben werden, weil keiner Zeit hat. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, das ist schon, selbst als Ersthundehalter, wenn ihr das draußen seid, Ersthundehalterin oder Ersthundehalter, traut euch das zu, ihr kriegt das ganz bestimmt hin. Dann gibt es natürlich auch noch die Option, eben aus dem Tierschutz zu adoptieren. Und da bin ich ganz ehrlich zu euch, darüber haben wir uns nicht so informiert oder nicht so stark informiert. Ja, weil das bei Bea einfach ein ganz anderer Weg war, den wir da gegangen sind. Aber ich denke, das ist auch eine super, super Möglichkeit. Und ich kenne auch viele Menschen, die aus dem Tierschutz adoptiert haben, wo eben Hundewelpen von der Straße irgendwie aufgesammelt werden, die dann nach Österreich oder wo ihr auch immer wohnt, Deutschland, gebracht werden und ja, die ihr dann aufnehmen könnt, auch schon als Welpen oder ja, die auch einfach ganz dringend Hilfe brauchen, um gar nicht erst ins Tierheim zu kommen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch was Gutes tun für alle Vierbeiner da draußen, für euch und ja, irgendwie die Welt zu einem, zumindest ein bisschen einem besseren Ort zu machen. Und natürlich auch die letzte Option, die durchaus, ich würde es nicht legitim nennen, aber gebräuchlich ist, nämlich einfach einen Hund aus dem Internet zu kaufen. Es gibt ja hunderte von Seiten, Willhaben, eBay und ganz, ganz, ganz viele andere, auch sehr shady Seiten, wo man sich einen Hund kaufen kann. Und hier würde ich super vorsichtig sein. Es gibt so viele Leute, die zum Beispiel auf Facebook posten, wir haben Hundewelpen, wir geben sie, wir verschenken sie, wir geben sie zu günstigen Preisen ab und sie sind geimpft und gechippt und es geht ihnen super und hier kriegst du Fotos bis am Tag, bevor du den Hund holst und dann stehst du am Parkplatz und der Hund kommt nicht und das Geld hast du bezahlt und ja. Also da kenne ich auch sehr viele Geschichten und ich werde auch super, super vorsichtig. Also wenn ihr euch einen Hund holen wollt, versucht vielleicht einen der anderen 3 Wege zu gehen. Es gibt natürlich auch, und das will ich nicht über einen Haufen werfen, es gibt auch genug Leute, die private Würfe haben, die sie einfach auch halt irgendwie loswerden müssen und irgendwie neue Besitzer und Besitzerinnen finden müssen für diese Welpen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass jede Facebook-Anzeige fake ist oder jeder Willhaben-Eintrag fake ist. Aber ich wäre einfach super, super vorsichtig. Überweist kein Geld auf irgendwelche Konten, wenn ihr nicht mit dieser Person, wenn ihr die Person nicht kennt, nicht wisst, wo die wohnt, damit ihr einfach nicht Opfer werdet von irgendwelchen Kofferraum-Welpengeschichten. Es gibt so viel Fake und so viele Betrügermaschen. Ja, also wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, allgemein, dann entscheidet euch vielleicht einfach für einen Weg, der einfach auch schon legitim ist, der einfach ganz sicher ist. Dann hier geht es nicht um irgendwelche Online-Einkäufe, sondern hier geht es um Lebewesen, hier geht es um Tiere und da sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Und diese zusätzliche Recherche lohnt sich auch. Ich sag's euch, eure Zeit ist nicht verschenkt, wenn ihr einfach euch wirklich hinsetzt, recherchiert, was ist bei euch in der Umgebung, mit anderen Leuten sprecht, euch YouTube-Videos anschaut, mit anderen Menschen sprecht, die einen Hund haben. Wo haben die den Hund her? Mein Appell an euch, bitte informiert euch, denkt drüber nach, welcher Hund passt zu eurem Leben, nicht einfach, wenn ihr das auf Social Media seht. Was passt wirklich zu euch, zu eurem Charakter, zu eurem Alltag und was wäre vielleicht für euch die beste Entscheidung. Und vielleicht ist es viel besonderer und vielleicht kann man das zum Trend machen, dass man eben keinen perfekten Hund, und das ist auch irgendwie so diese Geschichte, die wir mit Bea erzählen wollen. Es geht nicht um einen perfekten Hund, sondern es geht um einen Hund für euer Herz und für eure Familie. Das ist ein Familienmitglied, ein Lebewesen und das sollte man einfach nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das ist kein Statussymbol und ein Hund ist einfach weit mehr Arbeit, als nur Fotos auf Social Media zu posten. Und das sollte man auch im Kopf haben, wenn man sich einen Hund aussucht und auch, wo man den Hund her hat. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, wir konnten euch hier ein paar Tipps und Tricks geben, ein paar Einblicke in unseren Entscheidungsprozess mit Bea und wir hoffen natürlich, dass ihr auch den richtigen Weg findet und den richtigen Ort, wo ihr euren neuen Begleiter herbekommt. Und wir wünschen euch alles Gute, ganz viel Glück bei der Suche und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao!